Achim, unser in Berlin, also das lässt ja wirklich schon aufhorchen. Achim, wie groß ist das Problem mit der Gewalt in den Arztpraxen? Ja, da scheint einiges los zu sein in den Arztpraxen. Also die Ärztekammer Westfalen-Lippe, die hat im Mai eine Umfrage gestartet unter ihren Mitgliedern und war dann überrascht, wie schnell da Rücklauf kam und wie viele da geantwortet haben. Und tatsächlich waren es dann eben auch sehr viele, die gesagt haben, ja, das ist bei mir eben auch schon passiert. Und da werden dann Sätze zitiert wie du Schlampe. Das wird dann zum Beispiel zu den Mitarbeitern von den Ärzten, von den Arztpraxen gesagt. Da wird ihnen teilweise den Krankenschwestern aufgelauert, noch nach ihrer Schicht, und Autos werden demoliert. Und es ist auch ein Phänomen, dass wenn ein Patient dann in die Praxis kommt, dass er dann gleich mal 5 Begleiter mitbringt, um dann eben auch sein Interesse durchzusetzen. Das sei neu und das sei eben erschreckend, heißt es dann eben unisono von der Bundesärztekammer. Und deswegen hat man jetzt auch diesen öffentlichen Appell gestartet. So, Achim, und wie genau will der Justizminister da jetzt die Gesetze verschärfen? Na, da ist ja sowieso was in Arbeit. Das ist der Paragraph 115 Strafgesetzbuch, und das ist eigentlich ein Paragraph, der vor allem eben Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte mehr schützen soll. Und da sagen jetzt eben die Bundesärztekammer und die verschiedenen Ärzteverbände, ja, da wollen wir jetzt auch rein mit unseren Ärzten, mit unseren Arztpraxen, weil wir sind wie Feuerwehrleute, wie Rettungskräfte eben auch an einer, sage ich mal, kritischen Infrastruktur. Wir müssen den Menschen helfen, und deswegen ist es auch notwendig, dass uns geholfen wird. Da gibt es allerdings dann in gewisser Weise auch Vorbehalte, nämlich das eine ist, dass es schon öfter so Erfahrungen gab, dass zwar ähnliche Gesetze angewendet wurden wie beim Paragraph 115, also dass da Menschen dann vor Gericht landeten und dann wiederum, weil sie zum Beispiel Retter angegriffen haben, und dann die Gerichte wegen Mangel des öffentlichen Interesses das wieder abgewiesen haben. Insofern, so ein Gesetz allein hilft natürlich nicht. Es muss auch hart und konsequent angewendet werden, und dann tatsächlich muss sich auch die Ärzteschaft hinterfragen, wie es bei ihnen in der Arztpraxis aussieht. Ist das wirklich optimal geregelt? Ist da Transparenz genügend eingepflegt? Und tatsächlich gibt es ja auch noch die Möglichkeit von Deeskalationstrainings, keine unwichtige Sache. Also manchmal ist es das so, dass dann am Empfang Personen sitzen, die möglicherweise eben dieses Training nicht haben und dann eben die Situation noch eher mit eskalieren, wenn da ein Patient fragt, warum jetzt der andere vor ihm dran gekommen ist, obwohl man schon länger sitzt. Und da helfen solche Trainings tatsächlich enorm. Das hat man in der Praxis schon erfahren. Krasse Einblicke, brisantes Problem. Vielen Dank, Achim.